begin with a silent prayer. Lass uns mit einem stillen Gebet anfangen. Amen. Amen. Okay, so we just sung this hymn, Look for the Waymarks, right? Wir haben gerade dieses Lied gesungen, schaut nach den Wegmarken. And why are we to look for the Waymarks? Und warum sollen wir nach den Wegmarken Ausschau halten? Yes, okay. Damit wir wissen, wo wir in der prophetischen Geschichte stehen. That we always know what is just before us, right? Damit wir immer wissen, was kurz vor uns ist. Let's go in your Bibles to Jeremiah 31. Geht in euren Bibeln zu Jeremia 31. Verse 21. Und Vers 21. That says, Set thee up waymarks, make thee high heaps, set thine heart toward the highway, even the way which thou wentest. Turn again, O Virgin of Israel, turn again to these thy cities. Okay, so here along the way we are to set up these waymarks, right? Also entlang des Weges sollen wir diese Wegmarken aufrichten. In order that whenever we leave the right track, we can turn back. Okay. Damit immer, wenn wir den richtigen Pfad verlassen, wir uns zurückwenden können. Okay, and right now, we understand that we are prophetically, when we have this fractal our time here, Also gerade jetzt verstehen wir sind prophetisch hier in dieser Zeit, 2014, that we are under the third beast, right? dass wir unter dem dritten Tier jetzt sind. Which is? In the time of peace. Yes. Und noch in einer Zeit des Friedens. We're here, right? Also hier But drin. it's already under the third. Aber es ist schon unter dem dritten. So we are under the Biden horn, Wir right? sind also unter dem beiden Horn. So let's just remind ourselves, let's go in your Bibles to Daniel chapter 8, yes? Zur Erinnerung gehen wir in unseren Bibeln zu Daniel 8. And it says here in verse 3, Es sagt in Vers 3. it says, Then I lifted up mine eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram which had two horns, and the two horns were high, but one was higher than the other, and the higher came up last. I saw the ram pushing westward and northward and southward, so that no beast might stand before him, neither was there any that could deliver out of his hand, but he did according to his will and became great. So we just briefly mentioned this also in the Sabbath school, right? In der Sabbatschule haben wir das kurz erwähnt. But this illustration here, where do we mark it? Wo markieren wir diese Darstellung? When the trouble begins, when he becomes great, because he's now going to manifest his full character. Yes, okay.
Also wenn die Trübsal anfängt, wenn er jetzt groß wird, weil da wird er seinen Charakter manifestieren. Okay, and when the one horn is higher than the other, right? Also wenn ein Horn höher als das andere When ist. Church and State's now united. Wenn Okay. Kirche und Staat vereint sind. Okay, so and therefore we understand that would mark here the Sunday law, Und wir verstehen, das würde hier das Sonntagsgesetz and markieren. that's these two horns parallel here to the lion and the bear, right? Das sind diese zwei Hörner, die sind parallel zum Löwen und One is Bären. higher than the other. Yeah, one is higher than the other. Das eine ist Okay. höher als das andere. Good. Let me just. Yes, got it. Otherwise you bring confusion. That's true. Just let's see for now. Okay, this is a little bit higher. Das zweite ist höher. Okay, and we understand this is now being typified by Trump at the moment, or was typified by Trump. Right? Und wir verstehen, dass es durch Trump vorausgeschattet wurde. Okay, so when he rose to power, he was this northern power. Als er an die Macht kam, war er diese nördliche Macht. Also Putin in 2014. Yes, okay. Mhm. Und auch Putin 2014, das wäre eine Parallele dazu. Okay, and now verse 5. Jetzt Vers 5. And as I was considering, behold, an he-goat came from the west on the face of the whole earth, and touched not the ground, and the goat had a notable horn between his eyes. And he came to the ram that had two horns, which I had seen standing before the river, and ran unto him in the fury of his power. And I saw him come close unto the ram, and he was moved with choler against him, and smote the ram, and brake his two horns, and there was no power in the ram to stand before him. But he cast him down to the ground and stamped upon him, and there was none that could deliver the ram out of his hand. Therefore the he-goat waxed very great, and when it was strong, the great horn was broken, and for it came up for notable ones toward the four winds of heaven. Okay, so here we see now this next Smites him. power, the he-goat, right? Hier sehen wir die nächste Macht, also der Ziegenbock. Which is also the leopard in Daniel 7. Und das wäre auch der Leopard in Daniel 7. So he goes now against this two-horned beast, right? Er geht jetzt gegen dieses zweihörnige Tier an. Okay, and here's this great notable horn, okay? Und hier ist dieses große, ansehnliche Horn. Okay, so, and this would be, this power is which power again? Und diese Macht ist welche nochmal? Yeah, it's the north, right? Der Norden. So, north, but this power is the So south, Diese right? Macht ist aber der Süden. Okay, and when you just bring it down here to this fractal, Wenn man das jetzt auf dieses Fraktal hier runterbringt, and because this here is this here, weil das hier ist eben das hier and this here is that here. und das hier ist das hier. Okay, so then you have the two-horn ram here, Da hat man dann diesen zweihörnigen Widder. where one is higher than the other, Eines ist höher als das andere. but then you have this Biden horn, okay? Dann kommt dieses Beidenhorn. But it begins already in the time of peace. here in the time of peace, Aber right? es fängt schon in der Zeit des When he Friedens an. smites him. Yeah, so here Biden smote Trump, Hier Okay. hat Biden Trump geschlagen. okay, and then he will bring a time of trouble here, Und okay? dann wird er Das hier ist der eine nächste Zeit Vers. der Trübsal bringen. Das ist der nächste Yeah, Vers. where it says where he became very great, right? Wo es sagt in Vers 8, dass er sehr groß wurde. So the ram became great, Der Widder wurde groß, but the he-goat becomes very great. aber der Ziegenbock, der wird sehr groß. When he lifts himself up here, Wenn right? er sich hier selbst erhebt. Okay. So, but we see also, this Biden horn goes down until he's judged, right? Aber Yes. dieses Beidenhorn, das ist so lange, bis er selbst gerichtet wird. So when he's judged, it says four notable ones come up, right? Wenn er gerichtet wird, dann sagt es 4 ansehnliche Hörner kommen herauf. So that would be then here, right? Das wäre dann hier. And then this fractal would be here, Und right? in diesem Fraktal wäre es hier. Okay, and the Biden horn would be, Und das Beidenhorn wäre hier. okay, and Trump.
Okay. Und Trump wäre hier. Okay, so and the point is that we understand we are at the moment right there, right? Und der Punkt ist, wir verstehen, wir sind im Moment da. So we need to look to the waymarks, okay? Also wir müssen auf die Wegmarken schauen. Yeah, we need to always understand what Jesus says in Matthew 16 verse 3. Wir müssen immer verstehen, was Jesus in Matthäus 16, Vers He 3 says sagt. you can almost kiss that time of trouble. So let's go to Matthew 16 verse 3. Also wir sind sehr nah an der Zeit der Trübsal. Man könnte sie fast küssen sozusagen. Or we can read verse 1 to 3 even. Lesen wir Matthäus 16, 1 bis 3. It says, "The Pharisees also with the Sadducees came, and tempting desired him that he would show them a sign from heaven. He answered and said unto them, When it is evening, ye say it will be fair weather, for the sky is red. And in the morning it will be foul weather today, for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky, but ye cannot discern the signs of the times." Okay, so what's the problem with the Pharisees? Was ist das Problem mit den Pharisäern? Cannot discern the signs of the times, okay? Wir können nicht die Zeichen der Zeit sehen. Everything is very obvious, it's right there on the brink, but they don't recognize it as they should, okay? Alles ist offensichtlich an der Schwelle dazu, aber sie können es nicht erkennen, wie sie sollten. Okay, and that's why we need to recognize the signs of the times, right? Deswegen müssen wir die Zeichen der Zeit erkennen. And part of the signs of the times is that we obviously need to understand what comes here, right? And we need to see the rumbling that is now preceding it. Und der Teil von den Zeichen der Zeit ist, was eben dann hier passieren wird. Und wir müssen jetzt schon sehen, wie man dieses Erschüttern hört oder Yeah, also this, dieses Annähern hört. okay, so for instance, what will the Biden horn bring with respect to the health issue? Okay. Also zum Beispiel, was wird das Beidenhorn bringen in Bezug auf diese Gesundheitsfrage? Yeah, the serpent bite, right? Den Schlangenbiss. Okay, and we know, for instance, in May, so next month, they will make this decision on the pandemic treaty, right? Wir wissen im Mai, also im nächsten Monat, da werden sie diese Entscheidung treffen wegen des Pandemievertrags. So it's not far away, and once they have it, they have everything they desire. Okay. Das ist nicht weit weg und sobald sie das haben, haben sie alles, was sie brauchen. Okay. So therefore, there's one thing we can recognize. Whoa, there's something decisive going to happen very soon. I'm not saying that immediately once they have it, this will begin. Okay. Also das ist eine Sache, wo wir dann halt sehen können, dass es bald sein wird. Und ich sage jetzt nicht, dass sofort, wenn sie das haben, wird es sofort kommen. Could begin before. It could begin, yeah, even before. Es Okay. könnte sogar davor anfangen. But we can see that's something big that will change many things. Okay. Wir können sehen, dass es etwas Großes, was vieles verändern wird. Likewise, what else do we have this year? Genauso, was haben wir noch dieses Jahr? The Election, right? Die Wahlen. Okay, so the Trump against Biden, yeah. Trump gegen Biden. And we know that Trump will not come to power before this horn brings the test. Okay. Wir wissen, Trump wird nicht an die Macht kommen, bevor dieses Horn den Test Yeah, bringt. but okay. The point is that they will do everything to prevent him coming to power. Yes. So that's what that's. That's good. Sie werden alles daran setzen, zu verhindern, dass er an die Macht kommt. Okay, so therefore, we know that something must happen soon in order that this horn can still test us. Okay. Daher können wir wissen, dass etwas bald passieren muss, damit dieses Horn uns noch prüfen kann. So you have the election. When do you have the election? Wann sind die Wahlen? Later on this year. November, right? Im November. So something must happen therefore beforehand, because at the moment it seems like Trump would win, right? Big Deswegen, time. etwas muss davor passieren, weil im Moment scheint es so, als würde Trump eben gewinnen. And there's all these impeachments coming out against Biden, his son, the FBI, the Homeland Security. They're not going to sit by and let that happen. So.
sagt man Impeachment? Amtsenthebungen. Amtsenthebungen. Okay, also es gibt viele Amtsenthebungen, die jetzt gegen Biden, his Biden, son, seinen Sohn, FBI, FBI and the Homeland Security. und die Heimatschutz. Heimatschutz, Sicherheit, Ministerium. hervorkommt. Ja, die haben das beantragt. Also sie haben diese Amtsenthebung beantragt. Yes. Okay. So exactly. So there's many things going on. Yeah, and this must be things we need to recognize that how it gets now closer and closer to a decision point. Okay. Also viele Sachen finden statt und wir müssen jetzt erkennen, wie alles näher und näher zu diesem Entscheidungspunkt hinkommt. So the South wants to make sure that Trump doesn't get into power, so they need to act somehow. Okay. Der Süden möchte also sicherstellen, dass Trump nicht an die Macht kommt, deswegen müssen sie handeln irgendwie. Yeah, try to put him in prison, right? Versuchen ihn ins Gefängnis zu bringen. Yeah, and they will obviously, but even if he is in prison, he still can be elected. Okay. Selbst wenn er im Gefängnis ist, kann er noch gewählt werden. So therefore, they need to do even something else to prevent that he can come to power. Okay. Deswegen müssen sie noch was anderes tun, um zu verhindern, dass er an die Macht kommt. Okay, and this is what we looked at not so long ago, but we kind of lost sight of it a little bit. Yeah. Das haben wir vor nicht allzu langer Zeit angeschaut, aber vielleicht haben wir es ein bisschen aus dem Blick verloren. Is this Israel-Gaza conflict that's also going on, right? Das ist der Israel-Gaza-Konflikt, der auch gerade stattfindet. And because in the media, when it was shown especially to the Western population, okay, In den Medien, als es besonders der westlichen Bevölkerung gezeigt wurde, many people rose up against Israel because they saw how they were butchering the Palestinians. Right? Viele Leute sind gegen die Israeliten aufgestanden, weil sie gesehen haben, wie sie gegen die Palästinenser, wie sie abgeschlachtet haben. So, and obviously therefore the media coverage, at least here in Europe, was reduced on this topic. Okay. Und deswegen haben die Medien da nicht mehr so viel oder haben es reduziert, darüber zu berichten in diesem Teil. And if we now go to the notes, gehen wir jetzt zu den Notizen. And we just remind ourselves of this agenda that the South has. Wir erinnern uns jetzt an die Agenda, die der Süden hat. About these 3 world wars, right? Über diese 3 Weltkriege. Then we can see everything is just going heads on according to this agenda. Da können wir sehen, wie alles genau stattfindet gemäß dieser Agenda. This is the southern agenda. Yeah, southern agenda. Das ist die südliche Agenda. So let's read here what they said. Okay. Lesen wir, was sie gesagt haben. It says the First World War. So they predicted these 3 world wars, right? Sie haben ja diese 3 Weltkriege vorhergesagt. Albert Pike. Okay. Also Albert Pike hat das getan. So the First World War must be brought about in order to permit the Illuminati to overthrow the power of the Tsars in Russia and of making that country a fortress of atheistic communism. The divergence caused by the agents of the Illuminati between the British and Germanic empires will be used to foment this war. At the end of the war, communism will be built and used in order to destroy the other governments and in order to weaken the religions. And this is exactly how it fulfilled, right? Das hat sich genauso erfüllt. Then the Second World War. Zweiter Weltkrieg. The Second World War must be fomented by taking advantage of the differences between the fascists and the political Zionists. This war must be brought about so that Nazism is destroyed and that the political Zionism be strong enough to institute a sovereign state of Israel in Palestine. During the Second World War, international communism must become strong enough in order to balance Christendom, which would be then restrained and held in check until the time when we would need it for the final social cataclysm. Cataclysm, thank you. So here you can see their goal of the Second World War was to bring about this Palestinian state of Israel, right? Und da können wir sehen, also das Ziel des Zweiten Weltkrieges war dann am Ende dieses den palästinensischen Staat von Israel herbeizuführen. Okay, so you can see it was actually a southern agenda to bring this about. Okay. Da können wir sehen, es war eigentlich eine südliche Agenda, dies zustande zu bringen. But what does the North say about it? Was sagt der Norden aber darüber? A
About what, sorry? See it as a Yeah, fulfillment. they see it as a fulfillment of prophecy, right? Die sehen das als Erfüllung der Prophetie an, The Zionist state. Yes. also den zionistischen Staat. So they think, oh yeah, now prophecy is fulfilled and all these things, but it was actually a southern agenda, okay? Die denken, dass die Prophetie sich erfüllt hat, aber es war eigentlich eine südliche Agenda. Okay, and the South just put this in place to bring about this final social cataclysm, right? Der Süden hat das einfach so herbeigeführt, damit er dann den letzten sozialen Kataklysmus hervorbringen kann. Which is the Third World War. Und das ist der dritte Weltkrieg. And this is what it says here. Und das sagt es hier. It says the Third World War must be fomented by taking advantage of the differences caused by the agentur of the Illuminati between the political Zionists and the leaders of the Islamic world. And Trump is openly saying, "We get me, and I will prevent them bringing the Third World War." He's openly saying this. Und Trump sagt offen, wenn sie mich an die Macht bringen, dann werde ich den dritten Weltkrieg verhindern. Yes. And you can see what is now suddenly taking place in most of the European countries. Und Prepare was for kann man war. jetzt sehen, was findet in den meisten europäischen Ländern statt? Yeah, preparing for war, Sie right? bereiten sich auf den Krieg And vor. they bring in back conscription, right? Was ist das? Also Wehrpflicht. Sie bringen Wehrpflicht, also wieder führen sie das ein. And they build up their armies, okay? Und sie bauen ihre Armeen auf. Everything also with respect to Russia, but in general it's this greater plan to bring about this Third World War. Also Okay. das ist alles auch in Bezug auf Russland, aber eigentlich im Allgemeinen wollen sie diesen dritten Weltkrieg herbeiführen. Okay, and it goes on to say, Ich sag weiter. the war must be conducted in such a way that Islam, the Muslim Arabic world, and political Zionism, the state of Israel, mutually destroy each other. Meanwhile, the other nations, once more divided on this issue, will be constrained to fight to the point of complete physical, moral, spiritual, and economical exhaustion. And do we see this? Are the nations in the world divided in this conflict between Israel and Palestine? Also sehen wir das, wie die Nationen also gespalten sind in der Frage von diesem Israel-Gaza-Konflikt. Yes. So the Western nations, they, at least the leadership, they all side with Israel. Ja, also die westliche also Seite der Leiterschaft, die stellen sich auf die Seite von Israel. And then you have obviously the Muslimic, they are siding with the Palestinians, and then also you have Russia and China, yeah, they are more towards also Palestine. Okay. Und die muslimische Welt, die stellt sich natürlich auf die Seite von Palästina. Und ja, und auch Russland und China, die sind mehr auch auf der Seite von Palästina. Okay. So and so they not only want to pit Israel and the Islamic forces against each other, but also then basically the Western and Eastern nations against each other. Okay. Sie wollen nicht nur Israel und die muslimischen Länder gegeneinander aufhetzen, sondern auch die östlichen und westlichen Nationen. Says, we shall unleash the nihilists and the atheists, and we shall provoke a formidable social cataclysm, which in all its horror will show clearly to the nations the effect of absolute atheism, origin of savagery, and of the most bloody turmoil. So when was this seen once in the past? Wo wurde das in der Vergangenheit gesehen? The French Revolution, In right? der französischen Revolution. Yeah, it was such a absolute horror when religion was abolished and this was just savagery. Okay. Das war ein absoluter Horror, als die Religion damals beseitigt wurde, und das war einfach nur Blutvergießen. Barbarisch. And therefore they brought back the Bible. Okay. Und deswegen haben sie dann die Bibel wieder zurückgebracht. Says, next paragraph. Nächster Absatz. Then everywhere the citizens obliged to defend themselves against the world minority of revolutionaries will exterminate those destroyers of civilization, and the multitude, disillusioned with Christianity, whose deistic spirits will from that moment be without compass or direction, anxious for an ideal, but without knowing where to render its adoration, will receive the true light through the universal manifestation of the pure doctrine of Lucifer, brought finally out in the public view. Okay, so why do they say, the Christians are disillusioned?
Warum sagt das, dass die Christen jetzt desillusioniert sind? Yeah, if the plan comes to fruition, because the Christians imagine Israel to be this people of God, so when everything gets destroyed, they will think Yes, exactly. their whole understanding of the Bible will be gone. Yes, exactly. Also die Christen, die denken ja, dass Israel, die sind eben das wahre Volk Gottes und wenn die zerstört sind, dann wird ihr ganzes Verständnis der Bibel auch zerstört sein. Yes, so they think, no Israel anymore, so how can the Bible be still true? Also sie denken kein Israel mehr, deswegen wie kann die Bibel dann noch wahr sein? Now they are open for Lucifer, as they say. Okay. Dann sind sie offen für Luzifer, so wie sie das hier sagen. Okay. So, and then last paragraph here. Letzter Absatz. This manifestation will result from the general reactionary movement which will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time. Okay, so they want to bring about this Luciferian worship, okay? Die wollen diese luziferianische Anbetung einführen. This is also a deception. Aber das ist auch eine Täuschung. Yes, of course. Yeah. So, good. So, and we understand, that's the southern agenda, okay? Wir verstehen, das ist die Südagenda. But when we just remind ourselves, let's go to Isaiah chapter 14. Erinnern wir uns, gehen wir zu Jesaja 14. And let us read verse 12 to 13. Und lesen wir Verse 12 und 13. It says, How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. Right? So he wanted to become the king of the north, Wollte der König des Nordens but werden. he is the king of the south. Aber er ist der König des But Südens. he knows that from history teaches us that the south will not succeed, they will be defeated. In der Geschichte weiß er, dass der Süden besiegt werden wird. Er wird nicht Erfolg haben. Yes. But he is the king of the south. What does he do? Aber hier als der König des Südens, He was tut copies what the king of the north does. er? Er Right? kopiert, was der König des Nordens macht. Okay, so, and here on earth, is it still visible on the camera here? Yes. Or maybe let me just write it down here. So, here on earth, you have the counterfeit north, right, and the south. Hier auf der Erde hat man den gefälschten Norden und den Süden. And so the counterfeit north is just a copy of the true north in heaven. Der Okay? gefälschte Norden ist einfach eine Kopie von dem wahren Norden im Himmel. Okay, and therefore, when in heaven the south copied the north, what must Satan do on earth? Also im Himmel, als der Süden den Norden kopiert hat, was muss deswegen Satan auf der Erde tun? Same, right? Dasselbe. So the south would copy now the false north also. Der Okay. Süden würde jetzt also auch den falschen Norden And that kopieren. plan, and it's do the same plan. Yeah. So they basically Plan. have they have similar principles, but just with a different ideology. Okay. Sie haben ähnliche Prinzipien, aber mit einer unterschiedlichen Ideologie. And you could see this, for instance, when you compared Hitler, who was the north, with Stalin, who was the south. Okay. Man kann sehen, wenn man das vergleicht, also Hitler vergleicht, er war ja der Norden mit Stalin, der der Süden war. They both were dictators. Okay. Beide waren Diktatoren, Both were mass murderers. beide waren Massenmörder, Both had concentration camps. beide hatten KZs, Both were basically totally evil. They are warmongers and these things. Okay. beide waren total böse, was heißt man? Also Kriegstreiber. Beide waren Kriegstreiber, Both destroy Christians. Both, yeah, okay. beide haben One- Christen zerstört. One openly, the other one deceived, but he still does it. Der eine offen und der andere war verführt, aber er hat es doch trotzdem getan. But one was driven by an atheistic ideology, the South ideology, whereas the other was driven by the Northern ideology, claiming to profess God. Okay. Also der eine wurde getrieben durch diese südliche atheistische Ideologie, aber der andere
durch diese angeblich christliche Ideologie. Yeah, professing Also er hat, God. Right? ja, er hat Gott bekannt, Okay. an ihn zu glauben. So, Gott mit uns on the battle buckle. Okay. Also God with us. auf diesem Gürtel, da stand ja Gott mit uns. Okay, so therefore we can see that the south and the north, they are just basically in principle the same, do the same thing, but they are just do it from a different motive. Wir Okay. können das sehen, der Süden und Norden, die machen im Grunde dasselbe, aber aus einem unterschiedlichen Motiv. And they're both oppressing powers. Beide sind unterdrückerische Mächte. Okay, good. And so if we go now to our notes, Gehen wir jetzt zu unseren Notizen. we can jump over here these passages from Daniel 8 and Daniel 7. Wir können Daniel 7 und Daniel 8 überspringen. I can actually go a little bit further down. Just go, please, to the heading, the little horn. Also wir können sogar noch weiter runtergehen. Geht bitte zur Überschrift das kleine Horn. Daniel 8, verse 9 and 10. Es fängt an mit Daniel 8, Vers 9 und 10. Or even to 11. Sogar bis Vers 11. It says, because it said that these four horns, right, they come up when this great horn breaks. Also Okay. diese 4 Hörner kommen herauf, wenn dieses große Horn zerbricht. And then verse 9 says, Vers 9 sagt, and out of one of them, of these four horns, aus einem von diesen 4 Hörnern came forth a little horn, which waxed exceeding great toward the south and toward the east and toward the pleasant land. So, when it comes up, it's in a time of wenn Peace, es right? kommt, ist es in einer Zeit des Friedens. But when it waxes now exceeding great, where is it? Wenn es überaus groß wächst oder wird, wo ist es dann? Yes. Okay. So here it's exceeding great, right? Also hier ist es überaus groß. So this is little horn here, right? Dieses kleine Horn. Okay. And it goes on to say in verse 10, Vers 10 sagt es weiter. and it waxed great even to the host of heaven, and it cast down some of the host and of the stars to the ground and stamped upon them. Yea, he magnified himself even to the prince of the host, and by him the deity was taken away, and the place of his sanctuary was cast down. Okay, what was cast down? Was wurde niedergeworfen? Place of his sanctuary. Der Ort seines Heiligtums. And historically, what was this? Und geschichtlich, was war das? Rome. Yeah, Rome, the city Rome, right? So Rom, die Stadt Rom. Because the sanctuary was a pantheon, but the place of the sanctuary was the city of Rome. Das right? Heiligtum war das Pantheon, aber der Ort des Heiligtums war eben die Stadt Rom. So let's read this next quote by Uriah Smith. Wir lesen das nächste Zitat von Uriah Smith. It says, just the boldface is enough. Es reicht, wenn wir nur das Fettgedruckte In the lesen. place of his sanctuary or worship, the city of Rome was cast down. The seat of government was removed by Constantine in AD 330 to Constantinople. Right? So there was a shift from Rome to Constantinople. Also ein Wechsel von Rom nach Konstantinopel. It was the seat of government that moved. Also Okay? der Sitz der Regierung hat sich dorthin Yes? verlegt. Okay. So, in which power is this little horn? Und welche Macht ist dieses kleine Horn? No. The North. Der Norden. Would be Trump, right? Das wäre Trump. Okay, so Trump would move the seat of government. Okay? Trump wird also den Regierungssitz verändern. Rome, pagan Rome typifies the United States, right? Das heidnische Rom schattet ja die USA voraus. What's the seat of government in the United States? Und wo ist der Ja. Regierungssitz? Washington, D.C. Der USA in Washington D.C. Yes, and he hates it, yes. Und er hasst es. Okay, and it says here, he will move it to Constantinople. What would be Constantinople in our time? Also er hat das nach Konstantinopel verlegt und in unserer Zeit, wo wäre das? Because it's a type of Jerusalem. Yeah, it's the Jerusalem. seven hills. In Right. Jerusalem, weil das ein Typus mit diesen 7 Hügeln. Exactly. Let's just go to the last, very last heading. Gehen wir zur allerletzten Überschrift. The heading Constantinople and Jerusalem. Die Überschrift Konstantinopel und Jerusalem. Yes, and Constantinople was a seven-hilled city. Okay, just like
Rome and Jerusalem. Konstantinopel war auf 7 Bergen gelegen, sowie Rom und auch Jerusalem. It says, it is true that Constantinople was associated by the Byzantines with Jerusalem. That happened in various ways, one of which was its explicit designation as New Jerusalem. Of course, that doesn't mean a Constantinopolitan would casually call his city Jerusalem or himself a Jerusalemite. The association was symbolic, not literal. Even so, it's worth discussing why and how the tradition played out. Okay, so therefore back then they regarded Constantinople as New Jerusalem, right? Also damals haben sie Konstantinopel als Jerusalem betrachtet, New Jerusalem. als neues Jerusalem. The first place to be called New Jerusalem was the Holy Sepulchre after its development by Constantine the Great, obviously in juxtaposition to the old city in the Temple Mount. So they built up this Holy Sepulchre there, and then basically they compared it with the temple. Okay. Sie haben diese heilige Grabstätte dort aufgebaut und haben es mit dem Tempel verglichen. Using the prestige of the site and the true cross found there, Jerusalem rose in ecclesiastical prominence until it replaced Caesarea Maritima as the provincial metropolitan see, and even got recognized as one of the 5 patriarchates. Yeah. And next paragraph. Nächster Absatz. Jerusalem served as a precedent for Constantinople, when the new imperial capital wished to establish itself as a major religious center too. For early Christianity, which lacked sacred places and objects, holiness was associated with relics of saints. Constantinople didn't have local saints as other cities did, so it started importing relics. The remains of Saint Babylas from Antioch, the remains of Saint Timothy from Ephesus, the remains of Saint Luke from Thebes, etc. So they imported all these dead bones, okay? Sie haben halt diese toten Gebeine dort importiert. And so on and so forth, yeah. And just go down to the second last paragraph. Und geht jetzt ganz hinunter zum vorletzten Absatz. And we can read this, okay. Das können wir ganz It lesen. says, chronologically, the New Jerusalem trope had its ups and downs. Its origins, as we saw, lie as early as the 5th century, when the city's Christianization was completed. A century later, the religiously and politically centralizing Justinian expanded on the idea when he exclaimed, "Solomon, I have outdone thee," during the inauguration ceremony of Hagia Sophia. He effectively compared his church with a temple and gave the edge to the former. Hagia Sophia, we all know, right, is this big cathedral in Istanbul today, right? Wir kennen alle die Hagia Sophia, das ist diese große Kathedrale im heutigen Istanbul. And this is what Justinian built, and he said this was better than the temple of Solomon. Und Okay. das hat Justinian gebaut und hat gesagt, sie ist noch besser als der Tempel von Salomo. Yes, and he basically compared it with the temple. Er hat es mit dem Tempel verglichen. Then it says the Heraclean period was also productive. The siege of Constantinople by the Sicilians, Avars, and Slavs in 626 was portrayed as the fulfillment of biblical prophecies about Jerusalem, Gog and Magog. So back then they already then applied, when they were surrounded, as the surrounding of Gog and Magog. Okay. Und damals haben sie das schon verglichen, als sie umlagert wurden mit der Umlagerung von Gog und Magog. Yes, because they thought that they were Jerusalem. Yes. Weil sie haben gedacht, sie seien Jerusalem. That turned Old Jerusalem into a typos or prefiguring of Constantinople, just as Old Testament figures like Joseph or Jonah prefigured Jesus. When Jerusalem was lost to the Arabs, Constantinople occupied its place in the collective mind even more. Okay, so they saw Jerusalem, therefore, the literal Jerusalem, as being a type for
Constantinople, the New Jerusalem. Sie Okay. haben das buchstäbliche Jerusalem als Typus betrachtet für ihr neues Jerusalem, was Konstantinopel war. Okay, good. So therefore it shows us that when we come here, little horn comes up, he will move the seat from Washington DC to Jerusalem, right? Da können wir sehen, wenn dieses kleine Horn heraufkommt, dann wird er seinen Regierungssitz von Washington DC nach Jerusalem versetzen. In the Sunday law it is, okay? Das wird im Sonntagsgesetz It'll sein. be a New Jerusalem because they're going to rebuild it. Yes. Das wird ein neues Jerusalem sein, weil sie werden es wieder aufbauen. Okay, so, and obviously in our time, when we come there, when we have Biden and then Trump coming back to power, Und okay? natürlich in unserer Zeit, wenn wir da ankommen, weil wir haben jetzt Biden und dann wird Trump wieder an die Macht kommen. I mean, he will not do this now, I'm pretty sure, in the type, okay? Also ich bin mir ziemlich sicher, das wird er nicht im Typus machen. But there will be something typifying this moving, okay? Aber etwas wird dort sein, was dieses Verlegen dann das vorausschaut. Yes. But what did Trump do already when he was in power the first time? Was hat Trump schon gemacht, als er zum ersten Mal in der Macht war? Yeah, the embassy, right? Also die Botschaft hat er von Tel Aviv nach Jerusalem Yes, verlegt. so by moving the embassy to Jerusalem, he basically put his representative of his nation there into Jerusalem, right? Also indem er die Botschaft nach Jerusalem verlegt hat, da hat er die Repräsentation seiner Nation dort schon hin verlegt. Okay, good. So, but now let's go up again in the notes, okay? Jetzt gehen wir aber nochmal hinauf in den Notizen. And just go to the heading, the second woe. Zur Überschrift die zweite Wehe. So Revelation chapter 9, Offenbarung 9, verse 12 Vers 12 and forward. und weiter voran. It says, "One woe is past, and behold, there come two woes more hereafter. The sixth angel sounded, and heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God, saying to the sixth angel which had the trumpet, Loose the four angels which are bound in the great river Euphrates." Yes, sixth trumpet, where is it placed? Wo wird die 6 Posaune platziert? Same place, right? Im selben Ort. Okay, so now who gets loosed here? Wer wird gelöst? Four angels. Yeah, four angels, Die right? 4 Engel. Historically, who was this? Und in der Geschichte, wer war das? Four sultans. False sultans, Die right? 4 Sultane, The Islamic hordes, die okay? islamischen Horden. Okay, so, and when we just go now to the next quote by Uriah Smith, Gehen wir zum nächsten Zitat von Uriah Smith. it says, "The four angels. These were the four principal sultans of which the Ottoman Empire was composed, located in the country watered by the great river Euphrates. These sultans were situated at Aleppo, Iconium, Damascus, and Baghdad. Previously they had been restrained, but God commanded that they were loosed. In the year 1449, John Palaeologus, the Greek emperor, died, but left no children to inherit his throne, and Constantine, his brother, succeeded to it." It's a different Constantine. Das ist jetzt ein anderer Konstantin. "But he would not venture to ascend to the throne without the consent of Amurath, the Turkish sultan. He therefore sent ambassadors to ask his consent and obtained it before he presumed to call himself sovereign." Okay, so now he placed himself under the authority of the Turkish sultan, right? Und dann hat er sich unter die Autorität des türkischen Sultans gestellt. And the Turkish sultan was Amurath. Und der türkische Sultan war Amurath. So just jump now about the next two paragraphs Jetzt überspringt die nächsten 2 Absätze and go to 509.1. und zu 509.1. It says, "But although the four angels were thus loosed by the voluntary submission of the Greeks, yet another doom awaited the seat of empire. Amurath, the sultan to whom the submission of Constantine XIII was made, and by whose permission he reigned in Constantinople, soon after died and was succeeded in the empire in 1451 by Mohammed II, who set his heart on securing Constantinople as the seat of his empire."
So now Muhammad II came to power, and what did he do? Jetzt kam Mohammed II. An die Macht und was hat er getan? He wanted now to conquer Constantinople. Er Right? wollte Konstantinopel erobern. He accordingly made preparations for besieging and taking the city. The siege commenced on the 6th of April 1453 and ended in the capture of the city. Okay, so what did he do to Constantinople? Was hat er mit Konstantinopel getan? Besieged it. Er hat es Okay. belagert. Okay, so you can see therefore, yeah, that when the sixth trumpet is now sounding, okay, Da können wir sehen, wenn die 6. Posaune ertönt, what will the Muslims do? was werden die Muslime tun? They will surround Jerusalem, Sie werden right? Jerusalem umlagern. And Constantinople. Okay. Konstantinopel. So, but this will be under the north, right? Das wird aber unter dem Norden sein. Because this little horn is the north, Weil okay? dieses kleine Horn ist der Norden. But we can see the parallel to this fractal here, right? Wir können aber die Parallele zu diesem Fraktal hier sehen. This is the south, right? Das ist der Süden. But we already saw that there's similar characteristics under the south as under the north, Wir right? haben schon gesehen, dass es ähnliche Charakteristiken gibt zwischen dem unter dem Süden sowie beim Norden. Both have a Jerusalem agenda, but it's a different agenda, but both have a Jerusalem agenda, right? Also beide haben eine Jerusalem-Agenda, aber sie ist halt unterschiedlich. Aber es ist beides, geht es um Jerusalem. They want to destroy the temple, whereas they want to build the temple, okay? Sie wollen diesen Tempel zerstören, sie wollen ihn aufbauen. Okay, but both want to use Jerusalem as their end-time cataclysm, let's say, okay? Beide wollen Jerusalem als dieser Endzeit-Kataklysmus benutzen. Okay, so and at the moment, yeah, we understand this Israel-Gaza conflict is going on under the southern agenda, right? Im Moment verstehen wir, wie dieser Israel-Gaza-Konflikt unter der südlichen Agenda stattfindet. Okay, so and I will just now forward you some things, okay? Ich werde jetzt ein paar Dinge weiterleiten. Just a few recent events taking place in this whole issue about Israel and Gaza. Okay. Also ein paar Ereignisse, die vor kurzem stattgefunden haben in Bezug auf Israel-Gaza-Konflikt. So just 4 days ago, Israel bombed the Iranian embassy. Right? Also vor 4 Tagen, da hat Israel die iranische Botschaft bombardiert In Syria. in Syrien. Okay, so that's this first heading here. Okay, Und das ist hier diese erste Überschrift. it's from by CNN and it says Iran vows revenge as it accuses Israel of deadly airstrike on Syria consulate, was actually the embassy, in deepening Middle East crisis. Also der Iran schwört auf Rache, weil es Israel anklagt, dass es diesen Luftanschlag auf das syrische Konsulat gemacht hat und dadurch vertieft es die Mittlere Osten-Krise. So if Iran would retaliate, that would be the beginning of the Third World War. Okay. Also wenn Iran zurückschlagen würde, dann wäre das der Anfang des Dritten Weltkrieges. Obviously, we know that the Lord will not fully allow this Third World War to really affect everybody, you know, in this world in a direct sense. Okay. Und wir wissen, dass der Herr nicht erlauben wird, dass dieser Dritte Weltkrieg jetzt jeden betreffen wird im direkten Sinne. Yeah, but we can be sure that when this comes, the conflict will just escalate dramatically there. Wir können aber sicher sein, wenn das kommt, wird der Konflikt dort dramatisch eskalieren. Okay, and let's look at the second heading here. Schauen wir uns die nächste Überschrift an. And this actually explains why Hamas attacked on October 7. Okay. Das erklärt, warum die Hamas am 7. Oktober angegriffen haben. It says here, in a West Bank settlement, Israelites tend red cows and plan the third temple. Also in einer Westbank Siedlung. Siedlung, da haben Israelis diese roten Kühe gezüchtet und sie planen, den dritten Tempel zu bauen. And if you just go a little bit direct under the header, it's a little bit small, but you can zoom in. Okay. Und wenn man da reinzoomt, da gibt es diese kleinere Überschrift.
It says radical plans to slaughter the heifer have raised concern across the Arab world and were even linked by Hamas to the 7 October attack. Also radikale Pläne, um diese Kühe zu schlachten, haben Die Befürchtungen. haben Befürchtungen durch die arabische Welt hindurch bewirkt und sie waren sogar verknüpft mit den Hamas, die am 7. Oktober dann angegriffen haben. And we just recently looked at the red heifer, right? Und vor kurzem haben wir uns diese roten Kühe angeschaut. Yeah. In Numbers 19, you remember? In 4. Mose 19, könnt ihr euch erinnern. So just let's go back there again. Okay. Gehen wir da nochmal hin, In your Bibles. in die Bibel. Let's begin verse 1. Und wir fangen in Vers 1 an. It says, And the Lord spake unto Moses and Aaron, saying, This is the ordinance of the law which the Lord hath commanded, saying, Speak unto the children of Israel, that they bring thee a red heifer without spot, wherein is no blemish, and upon which never came yoke. And ye shall give her unto Eleazar the priest, that he may bring her forth without the camp, and one shall slay her before his face. And then this heifer was to be burnt up, right? Und diese Kuh sollte verbrannt werden. And the ashes were mingled with water. Und die Asche wurde mit Wasser vermischt. And this water then was sprinkled on the people that were defiled by the dead. Und Yes? das Wasser wurde dann auf die Leute gesprengt, die mit den Toten verunreinigt waren. And let's just read here, just go down, verse 11. Lest Vers 11. He that toucheth the dead body of any man shall be unclean 7 days. He shall purify himself with this water, okay, on the 3rd day, and on the 7th day he shall be clean. But if he purify not himself the 3rd day, then the 7th day he shall not be clean. Whosoever toucheth the dead body of any man that is dead and purifieth not himself defileth the tabernacle of the Lord, and that soul shall be cut off from Israel. Because the water of separation was not sprinkled upon him, he shall be unclean. His uncleanness is yet upon him. Okay, so in order to become clean from this touching of the dead, what must be upon you? Also damit man rein werden kann von dieser Berührung des Todes, was muss über dich kommen? Blood and ashes of this red heifer. Yeah, okay. Also das Blut und die Asche von dieser toten Kuh. Else you could not enter into the temple, right? Also von dieser roten Kuh. Und sonst people konntest du will nicht be in den Tempel gehen. Making huge pilgrimages to get this blood sprinkled on them. Right? Yes. Also Leute werden große Pilgerreisen unternehmen, damit auf sie dieses Blut gesprengt werden kann. And therefore, they say, okay, in order that they can begin to build the temple and all these things, this heifer needs to be sacrificed first, else everything will be unclean and you cannot, God will never sanction it. Okay. Und sie sagen, damit dieser Tempel aufgebaut werden kann, müssen erstmal diese roten Kühe geopfert werden und alles damit besprengt werden, weil sonst kann Gott das nicht billigen und unterstützen. Yes. And okay, so when they brought in these red cows and they planned to sacrifice them now soon, okay. Und als sie dann diese roten Kühe hergebracht hatten und sie planen ja, dass sie bald zu opfern. This was one reason why Hamas attacked. That's what they said themselves. Okay. Das war ein Grund, warum die Hamas angegriffen haben. Das haben die Hamas selbst gesagt. Because they obviously want to defend their mosque and their dome of the rock there. Weil Okay. sie wollen ihre Moschee und diesen Felsendom verteidigen. Okay, so if you just go now to this third thing that I posted there, and there's below this the German translation for it. Okay. Und jetzt geht es zu dem dritten, was ich gepostet habe, und darunter ist jetzt die deutsche Übersetzung. And there's just somebody interviewed here. Okay. Also jemand wird hier interviewt, Who was basically partaking of this building of the third temple. Okay. der Teil hat beim Aufbau des Tempels. It says Byron Stinson from Bonne, Israel, helped find the red heifers in the United States.
So the red heifers they have now, they came from the United States, Also from Texas. diese roten Kühe, die sie jetzt haben, die kamen von USA, von Texas. And then he says the following. Dann sagt er Folgendes. So we believe that it's very likely that the ceremony would happen somewhere in the area of Passover 24 out to the possibility of Shavuot, that is Pentecost, Also Shavuot ist Pfingsten. 2024, Stinson said. Somewhere in that timeline the cows would be old enough and it would be the proper timeline for that ceremony. Okay? So they plan to sacrifice these cows between Passover and Pentecost. Sie planen also diese roten Kühe zu opfern zwischen Passe und Pfingsten. Okay, Passover begins at the end of April, I think 22nd or so, according to their reckoning. Also gemäß ihrer Zählung fängt bei ihnen das Passa ungefähr also am 22. April an. And obviously 50 days later would be Pentecost. Und Okay, 50 Tage später wäre Pfingsten. so that would bring you to the beginning of June. Das Okay, würde uns zum Anfang Juni bringen. so in this time at least they plan. Obviously we know that God is in control. He can say no, not the time yet. Okay. Also sie planen das in dieser Zeit, aber natürlich ist Gott in Kontrolle, er kann sie auch darin stoppen. But that's at least their plans. So we can see all these major events. Yeah, they just culminate before our very eyes. Okay, Das planen sie und wir können sehen, all diese Hauptereignisse, sie kulminieren jetzt vor unseren Augen. because once they do this, they obviously literally signify now we can begin rebuilding this temple. Okay. Also weil sie das tun, zeigen sie damit buchstäblich, jetzt können wir den Tempel anfangen aufzubauen. Yeah, and the Arab world obviously will not be happy about this. Die Okay. arabische Welt wird natürlich nicht darüber glücklich sein. Okay. So, and we saw the southern agenda is to pit the Zionists against the Arabs, right? Wir haben gesehen, die südliche Agenda ist, die Zionisten gegen die Araber aufzuwiegeln. So we saw now how Israel bombed the embassy of Iran. Okay. Gesehen, wie Israel jetzt die Botschaft von Iran bombardiert hat. And even United States said, oh, that was a little bit too much. Okay. Und sogar die USA hat gesagt, es war zu viel. Ja. Ein bisschen. Because this was basically almost like a declaration of war. Because if you bomb an embassy, you bomb that country, right? Weil das war eigentlich wie eine Kriegserklärung, weil wenn du eine Botschaft bombardierst, dann bombardierst du im Grunde das Land. Okay. So and we can see it's escalating, and if they would also, if God permits, they will sacrifice this red heifer soon. Then this will just stir up everybody. Wir Okay. können sehen, wie das eskaliert und wenn Gott es zulässt, dass sie jetzt auch diese rote Kühe opfern, dann wird das jeden nur aufwiegeln. Yeah, so we can see all these things. Yeah, they are just there on the horizon. So you have this conflict with Israel and Gaza going on. Then you have this treaty. Yeah. Wir können sehen, wie alles auf dem Horizont schon zu sehen ist. Also dieser Israel-Gaza-Konflikt und auch von dieser Vertrag, Then the election. Yeah, die Wahlen in America. Okay. in Amerika. And then what else do we have now? Und was haben wir jetzt noch? Suddenly things also internally begin to be shaken, right? Plötzlich auch Dinge intern werden erschüttert. Yeah. All these are clear signs that the Lord wants to make us realize it's coming soon. Yeah? All diese Dinge, die sind klare Zeichen. Der Herr möchte uns zu erkennen geben, dass es bald kommt. It's like these little wake-up calls He sends to us, telling us we need to get ready. Das Okay. sind diese kleinen Aufweckrufe, dass er uns sagt, wir müssen bereit werden. Yeah. Because else it will come in like a flood, it says, right? Weil sonst wird es wie eine Flut hineinkommen, es sagt es. And it will all come at the same time, right? Es wird It's alles always zur the same. selben Okay. Zeit kommen, es ist immer dasselbe. And this is what we need to prepare for, that we would now seek our God, pray, search our heart. Und darauf müssen wir uns vorbereiten, dass wir Gott suchen und beten und unsere Herzen durchforschen. Look for the waymarks, right? That we know what is before us. Dass wir auf die Wegmarken schauen, dass wir wissen, was vor uns ist. And just last Bible verse maybe for today. Letzter Bibelvers für heute. Let's go to 1 Corinthians chapter 14. Gehen wir zu 1. Korinther 14. In verse 8 Vers 8. it says, "For if the trumpet give an uncertain sound,
who shall prepare himself to the battle, right? So what must we do? Was müssen wir tun? Must prepare ourselves for the battle, Wir right? müssen uns auf den Kampf vorbereiten. And the battle is to be fought with the whole armor of God. Und der Kampf muss mit der ganzen Waffenrüstung Gottes gekämpft werden. Okay, good. So I hope that we can now again see all these events, how they have a tremendous effect out of what is coming. Ich hoffe, dass wir jetzt sehen können, wie all diese Ereignisse eine große Auswirkung auf das haben, was kommt. And that we would not lose track of these things and live our lives just as if they would not happen. Okay? Und dass wir nicht das aus dem Blick verlieren und unser Leben so weiterleben, als würde nichts passieren. But these things are happening and they will come, and God is the one deciding exactly when they will come, but He tells us it's soon. Ja, diese Dinge passieren und sie werden kommen, und Gott ist derjenige, der entscheidet, wann es kommen wird, aber es wird bald sein. Amen. Amen. Okay. So let's close with our closing hymn. Das ist mit unserem Abschluss.